Ich laufe jetzt wieder ins Stadtzentrum. Die Route kenne ich ja schon. Sonnenschein phänomenal. Und dann gehe ich wahrscheinlich mir ein Kloster anschauen. Und dann schaue ich mir die Weinkeller an. Wie gesagt, Moldau ist bekannt für deren Wein. Und die haben einen Weinkeller. Da werden 120 Kilometer an Tunnel oder Keller genutzt als Weinkeller. Aber genutzt. Eigentlich ist der Keller an Tunneln 250 Kilometer lang. Ich weiß gar nicht, mit welchem Beispiel ich das erklären soll. Ich kenne keinen Tunnel, der 250 Kilometer ist, weiß ich nicht. Berlin-Dresden ist genau 130, 140 Kilometer. Die haben einfach 250 Kilometer an Tunnel. Unglaublich. Also das wird bestimmt ein einschneidendes Erlebnis für mich, wo ich nicht mal so ein Weinkenner, wie nennt man das? Ja, Weinkenner bin. Oder Liebhaber, ja. Ich bin auch kein großer Weintrinker. So am Abend mal ein Gläschen, passiert vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Dann Rotwein. Ich bin so mehr Rot. Lieblich. Rotwein lieblich. Da könnt ihr mir was anbieten. Also bis nachher, meine Leute. Ein bisschen ungewöhnlich, aber interessant ist das Design der Flagge. Zum einen ist es sehr stark an Rumänien angelegt, aus diversen Gründen, die ich schon genannt habe. Aber Nationaltier hier ist der Auerochse. Die findet ihr auch im Wappen drin. Und der Auerochse ist hier im Jahre 1627 ausgestorben. Und trotzdem ist es immer noch das Nationaltier hier. Weil Moldau, diesen Namen muss man erstmal bringen. Moldau ist sehr, sehr flach. Ich glaube, der höchste Berg ist 400 Meter hier. Und das ist mehr so Steppe. Früher hieß diese Gegend komischerweise Bessarabien und war mega hart und kämpft zwischen dem Russischen Reich und dem Osmanischen Reich. Das hat ganze Zeit die Seiten gewechselt. Die Leute haben ein paar Jahre dort gelebt, Deswegen ist dieses Land hier so auch interessant, wie nennt man, kulturell vielfältig, auf so einem kleinen Fleck. Ja. Gestern hat ein Kumpel mich darauf hingewiesen, dass ja die Republik Moldau am Schwarzen Meer liegt. Dem ist nicht so. Tatsächlich ist nämlich die Ukraine. Und die Donau fließt in der Nähe entlang. Aber sie ist 450 Meter entfernt von Moldau. Das heißt, und die Donau ist ja ein freies Gewässer zum Fahren. Das heißt, man kommt nicht direkt ins Schwarze Meer. Irgendwann haben die Moldau gesagt, ganz ehrlich, 450 Meter ist ein bisschen bitter. Übrigens, hier bin ich vor der Kathedrale, das ist eines der Wahrzeichen hier. Und dann haben die mit den Ukrainern gesagt, komm, gebt uns mal 450 Meter Land und wir geben euch woanders 450 Meter Land. Und seitdem haben die einen Hafen mit so einer ganz kleinen 450 Meter Landstrich, der zur Donau führt, wo sie dann quasi einreisen können. Das ist jetzt kein touristischer Hafen, aber zumindest für den Handel oder für Transportgüter können die den jetzt in Freigewässern nutzen. Und ja, da habe ich mal eine Doku drüber gesehen früher. Da haben die so die Kamera rübergeschwenkt und meinten sie, ja, die 500 Meter fehlen uns. Das haben die jetzt rausgehandelt. Und hier befinde ich mich genau im Stadtzentrum. Ist auch der Park nebenan, Park Kathedrale. Das ist der Park der Kathedrale. Und das ist sehr idyllisch hier. Also auch die Leute, ich habe niemanden Grimmiges gesehen oder jemanden, wo ich dachte, scheiße, der kommt mir ein bisschen komisch vor. Also werde ich mir jetzt ein bisschen weiter die Stadt erkunden. Vor mir ist auch irgendwas Altes. Mal sehen, wie das aussieht. Nationalheld ist übrigens Stefan der Große oder Stefan. Ich glaube, der wird sogar Zare genannt. Der hat nämlich 38 Schlachten gehabt gegen das Osmanische Reich und hat 36 davon gewonnen. So, da kann man sich schon mal feiern lassen. Ich weiß nicht, ob Conor McGregor mehr Siege drauf hat.
Von daher alle Achtung, mein Bester. Ja, umsonst auf den Mietwagen gewartet, weil ich habe Six angerufen, hier ist kein Mensch. Und da meinten die, hä, wir arbeiten doch gar nicht mehr hier. Haben wir noch per E-Mail gesagt und sie haben auch gar keine Reservierung. Also soll ich jetzt zu denen schlendern und ja, weil ich gar nicht, wo ich hin soll, weil was wird denn das jetzt am Ende? Ich bin jetzt gespannt. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren leider, gut, nur eine halbe Stunde, auch nicht viel, aber irgendwie meine Stimmung ist ein bisschen im Arsch, deswegen. Also ich hoffe, okay, da ist ein Bild mit nackten Frauen, jetzt ist ein bisschen wieder gut, meine Stimme, geht doch. Das Update, da ich ja immer eine Lösung finde, ich bin jetzt zum nächsten Six gegangen, was zu 100 Meter ist, weil die am Telefon mir gesagt hat, ja, Six ist gleich um die Ecke. Bin ich hingegangen, das ist das Tourist-Informationszentrum von Moldau. Und dann meinte sie, ja, wir haben denen gesagt, die sollen das rausnehmen bei Google. Wir arbeiten schon seit 2019 nicht mehr mit denen. Aber das, was sie meint, ist dort hinten so 20 Minuten laufen. Ich sage, das ist doch nicht um die Ecke. Ja, ich weiß. Sie sagt denen gleich schönen Gruß von uns, dass sie uns rausnehmen soll aus Google, weil alle kommen zu uns. Also dritte Station ist, glaube ich, die richtige, weil sie hat die Straße gesagt und die am Telefon hat dieselbe Straße gesagt. Und ich habe es nicht gefunden. Ich so, Mann, auf Google Maps steht das nicht. Ist ja klar, ist ja auch irgendwo ganz anders. Ich warte jetzt auf den Bus Nummer 5. Ich glaube, er kommt sogar. Jetzt ist die 5. Trommelwirbel. Nein, die 9. Na gut. Warte ich mal weiter und ich hoffe, mein nächster Post ist mit Auto und mit dem. Ah, da kommt noch ein Bus. Das ist die 1. Da kommt noch ein Bus. 9, 1 und. Guck mal, jetzt sagt mir nicht, da kommt noch ein. 8. 9, 1, 8 und nirgendwo die 5. Ich krieg meine Marke. 3 bis 1, 2. Ne, warte. 1, 2 und da kommt der dritte. 3. Ich glaub's nicht. Und da kommt der Da kommt noch ein vierter. Wenn es der nicht ist, weiß ich schon nicht weiter. Aber der braucht noch ein Stück. Ja. Gerade hat mich einer angehupt und meinte, hey, cooles Auto, so aus seinem Auto. Und wir haben beide gelacht und dann zeige ich ihm so, nein, ist nicht meins. Und er so, ja, egal, die sieht trotzdem gut aus. Also ja, ich fahre gerade Schrittverkehr, sonst hätte ich niemals ein Video gemacht. Aber sehr, sehr lustiger Moment gerade. Ich bin gerade erst losgefahren. Freunde, ich erklimme jetzt den Berg zu Fuß. Ich musste hier parken, zufällig, falls man das sieht. Ist dasselbe Auto, dasselbe Modell, das ich habe, mit dem fast selben Kennzeichen und mit Sixten drauf vor mir gefahren, weil ich wusste den Weg nicht und dann so einen Kilometer vom Ziel treffe ich die an und bin ihnen einfach gefolgt. Ich wusste, wenn jemand ein Auto mietet und die hinfährt, dann muss er dasselbe Ziel haben. Auf jeden Fall bin ich auf jetzt so einem, ja, ich weiß nicht, ob es Naturwunder ist, aber seht ihr diese Bergkette, die zieht sich einmal so lang und das soll sehr, sehr schön aussehen. Aber es sieht auch sehr idyllisch aus. Auf dem ganzen Weg, es gibt keine Autobahn, man fährt nur Landstraße. Aber es riecht so frisch, es riecht überall, also kurz hat es nach Dünger gerochen, aber sonst riecht es überall nach frisch gemähtem Gras. Und hier auch, boah, ich rieche meinen Balkan, ja, meine Adern pulsieren. Die sagen, wo bist du? Das kommt uns bekannt vor. So schön, so naturbelassen. Vieles naturbelassen hier. Sowas mag ich. Das ist bei uns immer auf dem Balkan ein bisschen so, sagt man aus, ja, so wild aus. Aber das ist Natur und Natur muss wild sein. Du kannst nicht jeden Strauch hier bearbeiten und da muss perfekt in Form sein, damit das für Insta passt. Nein, so wächst die Natur. Dazwischen machst du ein bisschen Wein. Was willst du mehr? Ja, ich melde mich dann, wenn ich da oben bin. Ich sehe so eine kleine Kapelle da oben. Sieht man nicht? Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ja, irgendwo da oben. Und vielleicht wird das ein schönes Ziel, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, ich bin froh, hier zu sein. Hier in Butuceni, so heißt der Ort hier. Ich habe ihn gerade betreten. Auf der anderen Seite ist ein anderer Ort, da wollte ich eigentlich hin, aber gut, dass ich die da abgefangen habe. So, ich bin jetzt oben angelangt, kein Einblick in die Natur. Da geht es lang weiter und hier seht ihr auch schon, seht ihr diese Bergkette, die geht einfach so im Boden von der Natur aus. Es sieht aus, als wäre das mal so ein Bergwerk gewesen. Nicht Bergwerk, wie nennt sich das? Nee, doch Bergwerk.
statt Mine. Mine ist ja unter Tage und als wäre da was abgetragen, aber das ist so Natur. Und hier seht ihr nochmal das Gleiche. Den Friedhof. Sehr idyllisch. Mir bläst ein warmer Sommerwind im Mai, aber gut. Ist ja Balkan, das ist ein bisschen wärmer. Laues Lüftchen in frischer Luft entgegen. Ihr glaubt nicht, wie gut mir das gerade tut. Jedes Einatmen ist ganz anders als bei uns. So Spa, Relax für die Seele. Seele baumeln lassen, kann man sagen. Bis nachher, meine Freunde. Wandern ist genau mein Ding. Sieht man, da hinten habe ich geparkt. Da, irgendwo. Ja, genau da habe ich geparkt. Durch den ganzen Weg hier hochgelaufen. Aber das ist eine schöne Aussicht. Mit einem schönen Kloster oder Kirche am Ende. Ich habe gemerkt, hier in Moldau sind die alle vergoldet. Das ist nicht so typisch, außer man kennt es natürlich in Moskau oder in Kiew. Aber vom Balkan eigentlich nicht so. Aber da merkst du, dass der Balkan hier auch aufhört. Ja. Hier ist ein Restaurant. Ich glaube, da werde ich auch später noch ein bisschen essen. Hunger habe ich langsam auch bekommen. Wer kriegt keinen Hunger in dieser frischen Natur? Bestimmt auch noch Tomaten hier gereift oder was weiß ich. Boah, ich krieg Hunger, wenn ich dran denke. Egal. Ja, genießt einfach die Aussicht. Dieses schöne Kloster ist sehr, sehr idyllisch, obwohl so klein. Und der Ort hier heißt Orhelui Veci oder Vecchi. Und hier werde ich jetzt mal essen, wenn es offen hat. Mal sehen. Ich bin gespannt. Kein Mensch hier. Also hier oben sind ein paar, wir waren vielleicht 10 Leute hier. Und dort gar keiner. Okay, eine Kuh ist auf jeden Fall da. Oder was ist das? Ein Esel? Ein Esel? Was ist ein Esel? Falls ihr den hört. Oh, ich habe Hunger bekommen. Von ich habe Hunger wurde jetzt, ich habe mich verlaufen, weil der Weg ist da irgendwo oben. Und ich laufe jetzt parallel mit dem. Ich hoffe, ich komme an derselben Stelle raus, aber zu essen habe ich hier nichts gefunden. Kein Schild mehr, keine... Okay, die Richtung stimmt, weil hier bin ich vorhin vorbeigelaufen, auf der anderen Seite zumindest. Und, oh, vor mir ist ein... Ist das ein Schild oder was ist das? Doch, ich könnte richtig sein. Ich könnte richtig sein. Das erfahren wir gleich in knapp 15 Sekunden, wenn ihr so viel Geduld habt. Okay, hier könnte ich hochgehen, dann bin ich wieder oben. Aber ich glaube, das ist das. Hier riecht es nach. Hier riecht es nach Grill. Gutes Zeichen für alle Nicht-Veganer. Seid mir nicht in die andere Richtung. Ja, von da komme ich doch. Ich komme doch von da. 300 Meter. Ja, ich glaube wohl eher nicht. Schade dann halt nicht. Das ist mir ein bisschen zu blöd ausgeschildert, dass ich da jetzt wieder zurücklatsche. Na gut. Aber ich habe Hunger. Trotzdem. Ich bin hier gerade im Kloster und ihr seht die Wolke über mir und da ist es sonnig. Es regnet gerade. Das hat wirklich was Mystisches. Also man hört zwar jetzt eine Motorsäge im Hintergrund, aber hier ist es so idyllisch. Man hört die Fontane und es ist sonnig und es regnet gleichzeitig. Die Sonne blendet mit. Das ist irgendwie, das hat was Magisches, muss ich sagen. Ich habe auch gar keine Lust aufzunehmen, sondern einfach den Moment genießen.
Seid mir nicht böse. Kleiner Zwischenstopp an der Tankstelle, bevor es wieder nach Chisinau, ihr wisst, was ich meine, geht, in die Hauptstadt. Und ich habe gerade hier an der Tankstelle Fanta Chocata gefunden, das heißt, Moldau gehört definitiv zum Balkan, das gibt's nur auf dem Balkan, ihr wisst Bescheid. Aber ich habe noch ein Getränk gefunden, und zwar das hier. Auch Fanta, mit Fragezeichen. Vielleicht kennt das jemand von euch, das was der Sortea sagt. Nee, das heißt es nicht. Auf jeden Fall, ich bin genauso neugierig wie ihr. Ich berichte euch. Ach, scheiß drauf, ich trinke es gleich jetzt sofort. Hier, pass auf. Kann man die Karte mit hinstellen, die Map so. An meinem Bier gestern war Datum abgelaufen. Hier auf jeden Fall nicht. Bubblegum. Boah. Irgendwas aus der Kindheit. Ich kann es euch nicht erklären. Nicht Center Shock, doch die lilanen Center Shock, glaube ich. Hashtag what the Fanta. Lilane Center Shock, glaube ich, war das. Halt nur nicht so sauer. Müsst ihr mal googeln. Ich glaube, ähnlich wie der lilane Center Shock. Nicht ganz mein Ding, aber schmeckt mir. Also es wird jetzt nicht unter meinen Top, muss ich öfter bestellen, aber so alle paar Mal würde ich das mal bestellen. Ja, bisschen. Wie soll ich es erklären? Ja, Center Shock. Center Shock kann man kauen und so, aber zum Trinken ist es nicht das Idealste. Aber ich nehme schon den 8. Schluck, das heißt, mir gefällt's. Ja, ja.